Wir gucken uns heute wichtige Schweizer Erfindungen an. Toblerone, Ricola, Victorinox und Roke. Ich habe in der letzten Zeit gelernt, Schweizer Techniker sind spitze. Einen von den Technikern, einen Forstspezialisten, haben wir heute hier, den Stefan Keller. Okay. Der Stefan Keller hat seine Erfindung mitgebracht, und zwar den Schnellwechsler Roke. Das ist das, was wir hier sehen. Stefan, erklär uns doch ein bisschen, wie bist du auf die Idee gekommen, dass es einen Schnellwechsler braucht? Also erstens muss ich natürlich etwas einschieben. Ich fühle mich geehrt, da genannt zu werden mit Toblerone, Victorinox und Ricola. Aber das sei mal dahingestellt. Und dann ist es nicht nur meine Erfindung, es ist eigentlich eine Erfindung von einem ganzen Team, von meinen Mitarbeitern und mir. Die Idee war einfach mal von mir, wir müssen etwas haben. Wir haben so super gute Geräte, Maschinen, die viel eingesetzt werden können und haben nur irgendeinen Greifer dran oder irgendein Aggregat. Und da war meine Meinung einfach, dass die flexibler eingesetzt werden müssen. Und da muss was hin, dass man das schnell machen kann. Dass es wirklich Spaß macht, die Geräte zu wechseln. Und das war dann ein Bedürfnis logischerweise von den Leuten. Und darum haben wir uns dahinter gesetzt und haben angefangen zu zeichnen und zu feilen. Ja, und war es von Anfang an die Idee, dass dann auch die Hydraulikanschlüsse automatisch gewechselt werden sollten? Ja, das war unbedingt ein Muss-Kriterium für uns. Also wir wollten das drin haben, weil alles andere wäre mit viel Ölverlust und Haufen Schraubarbeit gekoppelt und das wollten wir nicht. Ja. Jetzt, wir stellen uns nochmal vor, wie ist der Normalfall, wenn ich einen Greifer tauschen will? Ich will zum Beispiel von einem Holzgreifer auf einen Pellgreifer tauschen. Was mache ich so ungefähr? Ich stelle das eine Gerät hin, das zweite muss natürlich bereitstehen. Das neue, das ich ankuppeln will, muss bereitstehen. Ich nehme mir das Werkzeug in der Maschine, gehe raus, schließe das, was hier steht schon bereit ist, schließe ich, also die Exzenter, gehe zu dem, was ich noch angehängt habe, löse das, steige wieder in die Maschine, fahre aus dem ersten raus und klicke das zweite an und fertig ist die Geschichte. Vergleichen wir das nochmal mit früher. Das heißt, ich habe den Rotator losgeschraubt, ich habe die Schläuche losgeschraubt, ich habe dann das Ganze auf den anderen Greifer draufgesetzt und dort habe ich dann das Ganze wieder festgeschraubt. Also eigentlich am besten Zwei-Mann-Arbeit, wenn ich es herkömmlich machen würde und würde die Schrauben auch mittauschen. Weil man muss ja schon ein bisschen dirigieren. Es ist also zumindest nicht so elegant, wenn man alleine ist. Man kann schwer auf der Maschine sein und gleichzeitig die Schraube halten. Was bei uns dann oft gemacht wurde früher, ist dann halt statt nur ein Rotator dann auch zwei Rotators zu verwenden, teilweise. Okay, dass man dann die Pendel oben tauschen konnte, die Bolzen stecken, aber auch dazu braucht es zwei Leute, damit das genau passt, das Loch und alles. Und ist natürlich wesentlich teurer, käme natürlich dir zugute, zwei Rotators zu verkaufen, aber ja, das wurde auch oft gemacht. Wie lange hat es denn so ungefähr gedauert, den Schnellwechsler zu entwickeln, bis er richtig funktioniert hat? Ja, also bis es mal grundsätzlich funktioniert hat, war das ungefähr ein Jahr, würde ich sagen. Aber bis er ganz gut funktioniert hat, hat das vielleicht 5 Jahre gedauert. Okay. Das war ein Prozess, eine stetige Entwicklung. Da mussten wir froh sein, dass auch einige Kunden das mitgemacht haben. Die waren bereit, da zu investieren und geduldig zu sein. Ein bisschen geduldig zu sein und nachher einfach Austausch zu tätigen. Und das haben wir dann aber auch gemacht, dass wir dann gewisse Komponenten
ausgetauscht haben, kostenfrei. Wo baust du denn den Schnellwechsler tatsächlich an? Also der Rotator besteht ja aus dem Rotator, dem Hydraulikteil. Der Zapfen kommt unten raus, wo die beiden Hydraulikleitungen angeschraubt werden für den Greifer. Mhm. Und um diesen Zapfen herum ist der Flansch geklemmt, der Lochflansch, sage ich dem so. Mhm. Und dieser Lochflansch wird über diesen Keil, wo er festgesetzt ist, abgebaut. Und anstelle von diesem Lochflansch wird der Rocke-Rotatorteil angeklemmt. Mhm. Auch mit dem bestehenden Keil und Pressstifte und so, also wie der Flansch auch angeschraubt ist. Nachher haben wir auf dem unteren Flanschteil eigentlich, also vom Standardlochflansch, ist nachher die Unterkante beim Rotatorflansch vom Rocke ist diese Höhe. Ich weiß nicht, ob man das sieht in der Kamera, ist eigentlich diese Schnittfläche. Ja. Und das ist eigentlich, wo er angebaut wird. Das heißt, die Bauhöhe wenn du den Rotator normalerweise auf dein Gerät setzen würdest und du machst es mit dem Schnellwechsler, die Bauhöhe ist sehr ähnlich. Sie verändert sich eigentlich um die Höhe vom Rotatorflansch, vom Geräteflansch, also von diesem Teil. Diese Höhe vom Tisch bis hier oben, das ist eine zusätzliche Höhe, wo 83 mm ausmacht, wo wir länger sind. Ja. Schlussendlich. Also dieses mit dem länger spielt ja eine große Rolle beim Z-Kran. Sie spielt aber auch bei der Ablage des Greifers, manchmal an Forstmaschinen, aber auch an Ladekranen ganz allgemein eine Rolle, weil man nicht beliebig nach oben gehen kann. Genau. Die 83 mm sind ja ein sehr niedriger Wert. Ja. Ist denn irgendwas anderes davon betroffen? Also das heißt, wir brauchen nichts am Kran zu schweißen. Wir verändern eigentlich auch nichts am Rotator. Wir tauschen den Flansch aus, aber wir verändern den Rotator nicht. Das heißt, die Garantie vom Rotator bleibt erhalten, am Kran ändern wir sowieso nichts und am Werkzeug ist es auch so. Das heißt, alle diese Fragen, auch die CE dafür, sind eigentlich geklärt. Genau, also wir haben für den Rocke Schnellwechsler eigentlich nur eine CE-Einbauerklärung gemacht. Mhm. Und das berechtigte uns eigentlich dazu, dieses Teil einzubauen in CE-zertifizierte Geräte, wie Kran und Greifer, die ein Verbund ist über den Rotator. Das musste natürlich sein und deswegen ist das CE-Einbau zertifiziert. Entwickelt wurde ja der Schnellwechsler für Forstmaschinenkrane. Tatsächlich setzt ihr ihn ja zum Beispiel an Skiddern ein. Ja. Also Skidder, große Hubkräfte, große Zugkräfte, viele Bewegungen, also mit anderen Worten eine sehr hohe Belastung eigentlich. Genau, ja. Vergleichbar ist das vielleicht noch mit den Recyclingkränen, an denen es auch hohe Lasten und viele Bewegungen gibt. Ansonsten kann man sagen, der Forstmaschinenkran ist so das anspruchsvollste, was man sich überhaupt aussuchen kann. Also mit den ganzen Schlägen, du kannst dir vorstellen, Vorwarter, die klopfen ihre Polter flach vorne mit die immer Schläge und auch das ganze Holz auseinanderreißen. Da wird Greifer voll gemacht und dann wird das mit dem Fahren daran gezehrt, also da wird volle Last verlangt. Wir haben eigentlich hier ja eine 12 Tonnen Hublast definiert von dem Rocke. Die meisten Rotatoren sind ja bis auf 10 Tonnen zugelassen und wir wollten das so konstruieren, dass das eigentlich immer darüber hinausgeht, dass wir eine Reserve haben. Und die größten Belastungen sind eigentlich nach wie vor dann auf den Rotator. Also der Rotator ist oft die Schwachstelle und nicht der Schnellwechsler. Das wird eigentlich auch erreicht durch die breite Abstützung hier auf diese Fläche. Oder das Ganze wird
im Knickbereich auf diese Fläche abgestützt. Ja. Und deswegen haben wir diese enorme Haltbarkeit, diese enorme Festigkeit erreicht. Mhm. Okay, wir haben gehört, die Forstmaschinenkräne, davon ist es eigentlich ausgegangen. Ja. Aber für die anderen Kräne erscheint mir das ja eigentlich sehr reizvoll. Also wenn ich an Straßenbauämter denke, die haben Reisiggreifer, mit denen sie arbeiten, um im Winter Pflegearbeiten zu machen. Die haben Zweischalengreifer, mit denen sie Kanaldeckel, Gräben sauber machen oder ähnliches. Da ist es ja naheliegend, dass das eigentlich ein großer Einsatzgebiet für den Schnellwechsler ist. Unbedingt. Wir haben auch schon einige Pioniere, die das so einsetzen. Wir haben zum Beispiel einen Unternehmer in der Schweiz, der hat lange Zeit mit seinen Transport-LKWs, also Holztransport-LKWs, nur das gemacht, und in der Nacht musste er sie dann umrüsten mit anderen Greifer. Der ging auf die Autobahn und hat diese mobilen Leitplankensysteme für Baustellen verbaut, und da gibt es in der Schweiz ungefähr 3 verschiedene Systeme. Ja. Und da hat er 3 verschiedene Greifertypen für diese Systeme entwickelt. Und dass das immer Nachtarbeit ist, war das elend mühsam, die umzuschrauben oder und zu wechseln. Also der hat das dann gemacht mit Rotatortauschen inklusive, dass es ein bisschen schneller ging. Und sobald er den Rocke gesehen hat, hat er da hinein investiert und ist jetzt mega glücklich, dass er das gemacht hat. Jetzt wechselt er diese Systeme innerhalb einer Minute. Ja. Und kann das eben auch auf der Autobahn einsetzen. Und auch andere haben das bereits schon umgesetzt. Wir haben Lkw-Fahrer, die haben 7 verschiedene Geräte zum Beispiel und setzen das fast unbeschränkt ein. Ja. Für mich ein tolles Werkzeug, sehr nützlich für vielseitige Anwendungen an Ladekranen. Stefan, vielen Dank, dass du es uns erklärt hast. Gerne. Danke, Peter. An unser Publikum, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, wie suche ich den richtigen Roker aus, ruft uns gerne an.